Liebe Hawkies, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen, ihr Lieben. Ja, zu The Forgotten City. Ich hatte ja bereits, nachdem wir die letzte Folge von Horizon aufgenommen haben, hatte ich ja gesagt, dass ich mir wirklich nicht vorstellen kann, definitiv nicht vorstellen kann, gleich nach Horizon Elden Ring zu spielen. Und durch Zufall bin ich auf dieses Spiel hier aufmerksam geworden. Das ist mit der Skyrim-Engine gemacht, ist eine Skyrim-Mod, erzählt aber eigentlich auch eine eigene Geschichte. Und wir werden in ein mystisches Abenteuer im alten Römischen Reich entführt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es noch nicht angespielt, also insofern weiß ich nicht, was uns erwartet. Und wir müssen auch, wenn wir im Spiel sind, müssen wir uns noch mal mit den Lautstärke-Einstellungen beschäftigen. Da müsst ihr mir dann, wenn wir im Spiel sind, noch mal Rückinfo geben, ob das alles soweit passt. Ich hoffe, ihr seht alle was und ich hoffe auch, dass ihr mich hört. Jetzt aber zuallererst mal, ihr Lieben, möchte ich euch begrüßen. Mike, hallo. Herzlich willkommen. Holokron, hallo. Ja, schön, du bist fleißig am Spielen, Holokron, ganz toll. Magic, hallo. Was? Du kannst nicht so viel schreiben, du musst aufräumen und noch putzen nebenbei. Ja, okay. Kanasch, hallo, herzlich willkommen. Ukurite, hallöchen. Ja, ihr Lieben. Also, ich habe so ein bisschen Probleme gerade mit meinem Streaming-Rechner. Ich sehe nämlich kein Video. Ich hoffe, ihr seht was. Irgendwie lädt er immer und lädt und lädt und lädt. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Bitte gebt mir mal Rückinfo, ihr Lieben, ob ihr ein Bild habt. Ich kriege nämlich immer irgendwie keins. Ganz merkwürdig. Keine Ahnung, was da los ist. Meine Verbindung ist gut, heißt's. Irgendwie seltsam. Also ich hoffe, dass ihr was seht und mich hört. Ich muss nämlich gestehen, dass ich es gerade kaum überprüfen kann. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, ganz ehrlich. Schön, dass ihr schon alle da seid und dass ihr euch ja mit mir jetzt, sagen wir mal, auf dieses Spiel einlasst. Wie gesagt, ich habe keinen Plan, worum es geht. Ich weiß nur, ihr seht was. Okay, danke, Magic. Ich weiß nur, dass es, ja, eine... Ja, wohl eine mysteriöse Reise ins alte Rom ist. So, okay. Ich denke, wir fangen einfach an. Okay, ihr hört und ihr seht, ja, was will ich mehr? Perfekt. Dankeschön. Dann nehme ich mal die kleinen Avatare weg. Ich weiß über das Spiel im Grunde so viel wie ihr, nämlich nicht allzu viel. Deswegen fangen wir einfach mal an mit einem neuen Spiel und ja, gucken, was passiert. Eine Nachricht von den Entwicklern. Dieses Spiel wurde von einem Hauptteam aus 3 Personen über 4 Jahre hin entwickelt. Ui. 3 Leute, 4 Jahre. Ein Rätselabenteuer und das hat unterschiedliche Enden. Rätselabenteuer, da müsst ihr mir eventuell helfen. Wir sind in der Gegenwart, ihr Lieben. Ja, da sieht man gleich, dass es die Skyrim-Engine ist, finde ich. Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Tja, wer sind wir? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich glaube, hier wählen wir das Geschlecht. Also natürlich sind wir eine Frau. Und wir nennen uns wieder Emma Steele. Ich habe irgendwie Narren gerade an dem Namen gefressen. Also. Gut, wir sind weiblich, heißen Emma Steele. Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? Ich habe keinen What's the Plan. last thing you remember?
Okay. Tja, also. Gut. Offensichtlich machen wir uns jetzt unsere Vergangenheit. Ich war auf der Suche nach antiken Ruinen. Also Archäologie, jahrelanges Studium der Geschichte. Ich war auf einer Geheimmission. Du hast eine vom Militär ausgegebene Schusswaffe, aber nur 10 Kugeln. Okay, ich war auf der Flucht vor dem Gesetz. Deine Zeit auf der Flucht vor den Behörden hat dich zu einem guten Läufer gemacht und du bist 25% schneller beim Sprinten. Ich erinnere mich kaum an etwas. Dein kürzlich aufgetretenes Kopftrauma hat deine Schmerztoleranz erhöht, sodass du 50% schwerer auszuschalten bist. Tja, ihr lieben Hockeys, wir könnten ja eigentlich könnten wir daraus so ein Abstimmungsspiel machen. Also dann die Frage, je nachdem wer wir sind, haben wir unterschiedliche Boni. Deswegen lasse ich euch jetzt entscheiden, sind wir 1 Archäologe? Archäologin. Sind wir 2 Geheimmission? Sind wir 3 auf der Flucht? Oder sind wir 4 kein Gedächtnis? So, ihr dürft voten, ihr Lieben. Wer sind wir? Ich bin gespannt, was ihr wählt. Ich hätte auch eine Präferenz, aber wie gesagt, ich kann ja nicht mitvoten, das wäre ja irgendwie witzlos. Okay. Ich glaube, ihr präferiert die Archäologin. Bislang. 6 Stimmen. 7 Stimmen. Was, du bist so fertig? Jetzt mit Aufräumen oder was? Magic? Wieso bist du fertig? Also gut. Ich glaube, da werden nicht mehr voten. Dann sind wir bei 57% sagen, wir sind Archäologin. Also dann waren wir auf der Suche nach antiken Ruinen. Oh, Wieso bist du you're an fertig? archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him, so I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him. If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Hallo Beat. Okay, also sie hat irgendeinen Kerl namens L in diesen Ruinen verloren und bittet uns wohl, dass wir ihn finden. Gut, aber darf ich zuerst mal ein paar Fragen stellen, nur so nebenbei Oh, gefragt. of course. Sorry, Wer bist I du? don't mean to be pushy. What do you want to know? Okay, was kannst du mir denn über die Ruinen erzählen? Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al. Okay, und wer ist L? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. Und da kam auch das I thought Flussufer maybe runter, you two okay. knew each other. Spannend. I guess not. But
Maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. Das stimmt, Ganache. Finde ich auch, das hat was, ne? Weil wir auf der Flucht sind, können wir schneller laufen. Ist witzig, aber irgendwie macht es ja auch Sinn. Achso, du bist erschöpft, Magic, gleich nach der Arbeit noch einkaufen. Ja gut, dass Freitag ist. Jetzt erst mal 2-3 Tage Ruhe. Okay, also. Gut, also das heißt, sie steht da rum, irgendwie, sie steht da einfach und erst kommt L angespült, dann kommen wir angespült. Wer sie ist, wissen wir noch nicht, das werden wir jetzt mal versuchen rauszukriegen. Wer bist du? Oh, there's not much to tell. Was tust du hier? Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Ja, ich glaube. Und wie heißt du? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Hä? Und wieso möchtest du mir den Namen nicht sagen? All right, fine. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. Wieso und das? My name's Karen. Okay. Was ist an dem Namen komisch heute? Klärt mich auf. Was bitte ist an dem Namen Karen komisch? Dass sie ihn nicht verraten will? Ist mir da irgendwas entgangen? Hey Uli! Herzlich willkommen. Also, kann mir irgendjemand sagen, was an dem Namen Karen komisch ist? Ach, all diese Karen-Memes haben den Namen wirklich ruiniert. Gibt's Karen-Memes? Echt jetzt? Naja, okay. Aber wir bedanken uns einfach mal, dass du uns das Leben gerettet hat. You're welcome. Always happy to help. Was there anything else you wanted to ask? Ja, wieso stehst du da so in der Gegend rum? Wo genau sind wir? You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. Ah, in Italien. Erst mal einen Kaffee, lass ihn dir schmecken, Uli. Gut, und hast du irgendwie versucht, Hilfe zu rufen? Wieso steht die da mitten am Tiber rum und wartet, dass Menschen angeschwemmt kommen? What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Also gut, okay. Also die Frage, warum sie da rumsteht, beschäftigt mich jetzt offen gestanden schon ein bisschen. Das hat sie uns ja jetzt quasi nicht verraten. Mal gucken, ob wir es im Laufe der Geschichte noch rauskriegen, was für eine Rolle sie spielt, wenn sie überhaupt eine spielt. Egal. Viel mehr können wir nicht sagen, dann war's das erstmal. Great. So you're ready to go look for Al? Ja klar, da sind wir doch dabei. Thank you. The entrance is just past those columns behind you. Please, hurry. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. Taschenlampe. Eine solide batteriebetriebene Taschenlampe. Schick. Kann man auch als Waffe benutzen, falls notwendig. Gut, dann sollen wir die Ruinen betreten. Hey, Friederike. Ah, ihr wart schlafen. Nelly schläft auch noch. Du, das Video, das du mir heute geschickt hast, Friederike, ist ja wirklich total süß. Was eine coole Motte, die mit Nelly, wie sie da die Treppen hochkrabbelt. Ja, genial. Und sie konnte gar nicht aufhören. Gut, dann gehen wir in die Ruinen. Aber man sieht schon, dass es die Skyrim-Engine ist, oder? Gut, dann gehen wir zu den Ruinen. Damit kann ich die Taschenlampe benutzen? Okay. Aber wahrscheinlich, wenn die mit Batterien läuft, wird die wohl irgendwann mal zu Ende gehen. Die Frage ist, ob wir hier irgendwas finden. Also wir haben eine, finde ich, etwas merkwürdige Situation. Sie steht da einfach rum, am Lagerfeuer. Warum auch immer. Währenddessen kommen Menschen angeschwommen. Und jetzt gehen wir in die Ruinen. Ja dann. Gehen wir mal gucken, was da passiert. Christiane, hallo. Herzlich willkommen. An diesem schönen Sonnentag. Ja, das ist wohl wahr. Aber das war jetzt eigentlich die ganzen letzten Tage, gab es viel Sonne, zumindest bei uns. Kann ich springen? Ja. Oh, hier springe ich mit B.
Ich kann schleichen. Ich kann sprinten. Okay. Offensichtlich habe ich keine Ausdauer. Also, wir sind in Italien am Tiber. Die Taschenlampe ist erstmal gewöhnungsbedürftig wie ein anderer. Ganache. Naja, vielleicht werden wir sie brauchen hier in diesen Ruinen. Keine Ahnung, ob man hier irgendwo an irgendeiner Stelle was finden kann. Ich glaube, das ist sehr linear aufgebaut, da geht es nicht weiter. Also Freunde, ich weiß nicht, ob das was für uns ist. Jetzt gucken wir uns das einfach mal an, eine Weile. Und dann können wir ja immer noch entscheiden. Aber ich finde, es klang irgendwie spannend. Ich habe euch ja den Beschreibungstext und das Video kopiert. Rucksack. Ein Rucksack voll mit abgetragener Wanderkleidung und leeren Essenspaketen. Nichts Wertvolles dabei, aber trotzdem scheint es seltsam, dass Al ihn zurückgelassen hat. Ich wollte jetzt noch irgendwie untersuchen, aber ich sehe da auch nichts, was irgendwie von Bedeutung wäre. Ich kann auch gar nichts damit machen. Ich kann ihn also bloß zurücklassen. Oh, da steht was. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city, hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Okay. Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation, or a warning. Ja, genau. Al Worth. Eine Einladung oder aber eine Drohung. Wenn wir uns nicht tugendhaft verhalten, dann werden wir mit Gold überhäuft, aber nicht glücklich. Wenn wir uns tugendhaft verhalten, so habe ich es zumindest jetzt mal gedeutet, ja, geht's uns gut? So kurz im Chat. Die wollte hoch zum Dachboden laufen, ja, so sah es aus. Ne? Du musstest sie ja quasi richtig einfangen. Okay. Ups. Scheiße. Ich wollte da lesen. War wohl nix. Oh shit, oh, ich glaube, wir sind unter Wasser. Dann mal da hoch da. Finde den Eingang zu der Geheimstadt. Ja, das haben wir offensichtlich getan, aber ich hätte gerne noch diese lateinische Tafel gelesen, wenn ich ehrlich bin. Folge Als Spur. Mal Licht an. Mal gucken, wie lange uns die Taschenlampe hält. Sehr sakrale Klänge, Freunde. Okay, ich habe nicht den Eindruck, dass uns hier irgendwie was Interessantes begegnet. Hier am Fore vielleicht? Nee. Okay. Wollen wir die Fackel mitnehmen? Nee, leider nicht. Ah, Graffiti. Archäologischer Einblick. Vergesst nie, dass Sie alles beobachten. Wer beobachtet alles? Die Götter? Hallo du? Gut, ich kann aber nicht interagieren mit ihr. Dieser Statue, mit der auch nicht. Also ich folge jetzt einfach mal dem Licht. Oh, wer seid ihr? Wer flüstert da bitte? Leute, wie sieht's denn aus mit dem Ton? Passt das? Also es gibt bestimmt viel zu lachen. Mehr verratest du nicht. Kennst du das Spiel? Uli, kennst du das Spiel?
Big Brother's watching you, ja, so kommt es ein bisschen vor, ne? Also Uli, du musst mir sagen, ob du das Spiel kennst. Also ich habe noch keinen Plan, wo das hinlaufen kann. Ich weiß nicht, ob das Götter sind. Hat's noch mehr? Götter oder ganz normale Bürger? Ja, die sehen so ein bisschen aus, als würden sie leiden. Was haben wir da? Mosaik inspizieren. Ein antikes römisches Mosaik, das eine göttlich aussehende Figur darstellt, die einen Mann in Gold verwandelt. Okay, war da nicht was ganz am Anfang, was der R geschrieben hat? Wird er mit Gold überhäuft? Erinnert mich ein bisschen an König Midas. Goldstatue. Eine junge Römerin in einer Pose der Wehklage. Okay, ich glaube zu ahnen, dass das alles... Ah, keine Ahnung, warum wir hier sind. Wir suchen L. Also, ein antikes römisches Mosaik, das eine göttlich aussehende Figur darstellt, die einen Mann in Gold verwandelt. Das heißt, wahrscheinlich hat dieser Gott oder dieser vermeintliche Gott alle Statuen, die hier sind, die waren mal Menschen und waren offensichtlich nicht tugendhaft und wurden dann in Gold verwandelt. Ja, überhäuft mit Gold. Geht da was? Archäologischer Einblick. Die vielen werden für die Sünden des einen leiden. Oh! Er hat gerade den Kopf bewegt. Hallo? Tatsächlich. Okay. Also die sind alle in Gold verwandelt worden, warum auch immer. Das gilt es wahrscheinlich rauszukriegen. Es hat ein bisschen was, ein kleines bisschen was von Enderal, von diesen, ja, zu Aschestein transformierten Menschen. Hallo Michaela, herzlich willkommen. Du hast es im Stream gesehen, als du Langeweile hattest. Alles klar. Da kannst du ja helfen. Okay. Ein römischer Gladiator in Laufhaltung. Was könnte einen Gladiator in die Flucht geschlagen haben? Möglicherweise ein wütender Gott, der ihn in Gold verwandeln will? Ob er die wieder aufwecken kann? Gute Frage, nächste Frage. Kann ich nicht aufmachen? Ich kann einfach durchgehen, okay. Oh, wo heg es, ne? Don't understand, so sorry. Noch mehr. Eine junge Römerin, sie sieht aus, als hätte sie um ihr Leben gebettelt. Ja, wollte nicht in Gold verwandelt werden. War das nicht die Geschichte vom König Midas, der den Hals nicht voll kriegen konnte und sich dann gewünscht hat, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird? Was dann zur Folge hatte, dass er verhungert ist? Irgendwie so? So aus den tiefsten Tiefen meines Gehirns kommt da so eine Geschichte raus. Kann das jemand bestätigen, was ich da gerade über Midas erzählte? Okay.
Okay, also es sieht mir jetzt aber nicht so aus, als würde hier irgendjemand leben. Und außerdem sind diese Ruinen ziemlich zerfallen. Keine Ahnung, wie lange diese Taschenlampe hält. Oh, wir können mit F5 speichern. Auch schön. Ob es irgendwo Graffitis gibt. Ein römischer Militärkommandant, der versucht, sich von etwas loszureißen. Kennst du auch so, ne? König Midas, Ganache. Der den Hals nicht voll kriegen konnte. Weiß bloß nicht mehr, welcher Gott oder welche Göttin ihn dann diesen Wunsch erfüllt hat. Ein römischer Legionär in Todesangst. Bin gespannt, ob wir irgendwann mal Eil treffen. Hier geht's nicht weiter. Also wie gesagt, es scheint recht linear aufgebaut zu sein. Bislang finde ich es so mysteriös spannend. Guck mal, ein Aquädukt. Und da vorne geht es auch weiter. Eine Römerin, die um Hilfe zu beten scheint, die nie kam. Und ich werde gerade angeflüstert, könnt ihr mich hören? Ja, ich kann dich hören. Und ich finde es ein bisschen unheimlich. Dass ich hier mal so einfach angeflüstert werde von irgendwelchen nicht sichtbaren Wesen. Folge Els Spur. Beschriebene Steintafel, wo? Hier. To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, that you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. Ach, And scheiße. here there are only two options. Death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now and find out what awaits you beyond that portal. Okay, das ist eindeutig. Hängende Goldstatue, bist du L? Eine goldene Statue eines alten Mannes, der moderne Kleidung trägt. Das muss L sein. Aber wie ist das möglich? Naja, im Grunde hat es uns hier ja gerade verraten. Habe ich eigentlich irgendwas wie ein Inventar? Nee, sieht nicht so aus. Zumindest noch nicht. Also der war hier quasi gefangen und irgendwie in der Zeitschleife. Weil wenn wir durchs Portal gehen, so deute ich das jetzt, reisen wir in die Vergangenheit. Und das werden wir natürlich tun und hoffen, dass uns nicht das gleiche Schicksal ereilt wie L. Der hing in der Zeitschleife fest. Dann hängt aber auch Karen in dieser Zeitschleife fest, oder? Komisch. Zeitgeschichten finde ich irgendwie schwierig. König Midas. Midas gehört in die griechische Mythologie, das ist richtig, Christiane. Aber macht ja nichts. Ton hört sich bei dir gut an, okay. DLC von Assassin's Creed, habe ich was drüber gelesen.
Kann auch sein, dass er seinen Sohn verwandelt hat. Ich kann mich nicht mehr dran genau erinnern, Michaela. Ah, Dionysos hat ihm den Wunsch erfüllt. Na super. Also was ist Dionysos immer gleich dabei? Gott der Lustbarkeit und des Feierns. Eine junge Römerin in Panik. Flüstert ihr? Bist du das, die flüstert? Ihr Goldstatuen, flüstert ihr? Lebt ihr da drin noch? Das wäre ja grausig. Mal ganz ehrlich. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich den Fokus benutzen will. Das ist echt der Hammer, oder? Ich ertappe mich wirklich dabei, dass ich den Fokus benutzen will. Kann doch nicht wahr sein, oder? So, dann trauen wir uns durchs Portal und wahrscheinlich landen wir dann im alten Rom. Und der Al hat es immer wieder bloß zurück zum Tor geschafft, da wo wir ihn gefunden haben, nie ganz raus. Okay, das Flüstern zeigt uns den Weg. Finde den Übergang zur Vergangenheit. Ein Römer, der auf den Knien liegt, als würde er seine Göttin um Gnade flehen. Hier entlang. Ja, das Portal zu finden scheint nicht schwer zu sein. Da vorne sehe ich es doch schon. Wer zum Henker flüstert da? Sind das die Goldstatuen oder ist es irgendeine Sirene, die mich versucht, in ihren Bann zu ziehen? Die Macht der Gewohnheit ist ganz schön stark, das ist wohl wahr. Also es ist echt der Hammer. Ich ertappe mich tatsächlich dabei. Was ich scannen will. Unglaublich. Also gut, dann hier entlang. Jetzt versuche ich aber erstmal außen rum zu laufen, dass ich mir... Es zieht mich rein, ich kann gar nichts machen. Ab durch das dunkle Wurmloch. Okay. Hauptziel abgeschlossen, vergiss mal nicht. Ein römisches Relief, das ein großes kreisförmiges Portal und 2 Frauen darstellt. Ich frage mich, wer sie sein könnten. Finde heraus, wie du aus der Vergangenheit entkommen kannst. Tja, keine Ahnung, wer die beiden Damen sind. Oh. Oh, verwirrend. Tja, wir sind mitten im alten Rom. Hallo, mein Freund. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Ich bin Emma Steele und habe mich verlaufen. Ihr sprecht Englisch? What? I'm speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. Okay. Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who are you? And what were you doing in the shrine? Okay, Galerius. Ich habe mich verlaufen. Ich bin Emma Steele und komme aus der Zukunft. No idea what you're talking about. Oh, wait. Are you a bit, you know, not right in the head? Im Augenblick habe ich den That's all Eindruck. right, friend.
Everyone's welcome here. Na super. Welches Datum haben wir heute? We sort of lose track of the date down here, but it feels like the beginning of spring to me, so I'd say early March? Und welches Jahr? It's 817 AUC. Sorry, you look confused. 817 years since the founding of Rome. Which part of the empire are you from exactly? Archäologischer Einblick. Es ist also 65 CE. CE? No idea what you're talking about. But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Okay, dann sag mal, was so eure Gesetze sind. Warte, ich muss so ganz kurz hier wieder meinen Gott ins Maul stopfen. Okay, dann sag mal, was für Gesetze habt ihr? Not laws, law. Nur eins? There's just one, the golden rule. And the punishment for breaking it's, Nun ja, werde well, zu Gold. it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Ja klar, geht voran. Follow me. When I first arrived, I couldn't believe Finde etwas there über were die people living down here. But goldene as you Regel. can see, Tippe auf A, we've um got a deinem nice Führer little zu folgen. community now. Als ich hier angekommen bin, konnte ich es nicht fassen, dass hier Only unten... 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your pretty new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking her to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Politics. I'd stay clear of it, and her, if I were you. She's... it's not my place to say. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh. That one usually gets a chuckle. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, you know, I don't know what happened to her. Gut, das können wir später sicherlich alles Up here on erkunden. your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Galerius, you're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Greetings, citizen. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. Okay, geht voran. Follow me. The only thing you really need to understand right now is the golden rule. Let me see if I can explain it this way. Also When I was jetzt. serving in the Legion. If there was a mutiny brewing in one cohort,
The legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Aber wie übel ist das Doesn't matter denn? whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. Das ist ja übel. We call it decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the Golden Rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. Who's up these stairs? Okay, weg ist er. Wer bist du? Gut, ich glaube, wir quatschen erstmal mit dem Don't Magistrat. mind me. I just live here. Okay, wer bist du? Fremdling. Keine Ahnung. Okay, also, jetzt gehen wir zum Magistrat. Da oben steht er. Ave, Wer mein Freund? we're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Of course, selbstverständlich. Ich bin Emma Steele. A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of Athena. You must be a woman of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. Ach, sie ist wunderschön, oder? Loben wir seine Stadt? Indeed. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. Was wir so in den letzten 7 Monaten? 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. Wieso denn bloß 7 Monate? And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Habe ich nicht. Nee, könnte ich nicht behaupten. Aber irgendwie klang doch die erste Lady, die wir getroffen haben, als wir unserem Freund gefolgt sind, die klang ja jetzt nicht ganz so, also als hätte sie es nicht faustdick hinter den Ohren. Die Dezimierung gab es wirklich. Interessant, wusste ich nicht. Nor could I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for Ja, the haben wir sins gelesen, of genau. the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Ach du Scheiße. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Okay. Ja, eine Menge Fragen. Ich hoffe, wir können alle stellen. Aber vorher gucke ich mal in den Chat. Melanie, herzlich willkommen. Wurde selten angewendet, zum Beispiel bei Meuterei. Ja, so hatte ich es auch verstanden. Also das muss schon ein heftiges Vergehen gewesen sein, dass man das macht, die Dezimierung. Okay. Wollen wir doch erstmal wissen, was hier so als Sünde zählt, hä? An intelligent question.
There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. Okay, soweit ist es sehr But easy. beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Gut, das leuchtet mir ein. Ich bin nicht sicher, ob es eine gute Idee ist. Was legal ist, ist nicht immer moralisch und viele eurer Regeln und Bräuche werden da, wo ich herkomme, als barbarisch angesehen. Ja, ich glaube nicht, dass ich sowas sage. I'm glad you agree. The key things to remember are that we have laws forbidding treason and blasphemy, murder, assault and rape, as well as theft and arson and so on. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you. Okay. Prosperina hat euch geschickt. Was soll das heißen? Das frage ich mich auch. Proserpina. You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in Wow, our time. der ist gut informiert. Do you? Ihr habt recht. Ich komme von 2000 Jahren der Zukunft. 2000 years? That is unfathomable. Please tell me, in your time, what did you see? What had become of us? Of this Ich habe city? eure Stadt in unserer Zeit nicht gesehen. Okis, was meint ihr? Sollen wir die Wahrheit sagen oder sollen wir lügen? Ich lasse es euch entscheiden. Sagen wir die Wahrheit oder lügen wir? Okay, ihr dürft voten, ihr Lieben. Wahrheit oder Lüge? Kennst du dich in der römischen Geschichte gut aus, Michaela? Es klingt irgendwie so. Als seist du da recht bewandert. Eigentlich wissen wir es ja nicht, ob es wirklich die waren, die in Goldstatuen verwandelt waren. Oder ob das andere waren. Hey Emmet, herzlich willkommen. So, 9 Stimmen. Und wenn ich das richtig deute, ist es ziemlich eindeutig, dass wir die Wahrheit sagen. Dieses Spiel scheint sehr geeignet, um dem Spieler Geschichte nahezubringen. Ja, den Eindruck habe ich auch. Also gut, wir haben 9 Stimmen. Und 100% sagen wir die Wahrheit. Das wäre auch mein Gefühl. Deswegen beende ich jetzt die Umfrage. Da wird sich nichts dran ändern. Also, dann sagen wir die Wahrheit, auch wenn das mir für den guten Sentius ein bisschen leid tut. I have imagined it, our downfall, 1,000 times. But it still breaks my heart to hear the truth of it. Okay. Wie funktioniert das Ritual?
All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. Also dein, Sentius? I don't suppose you saw any sign of me in the future? Nee, leider nicht. Ich habe menschliche Überreste im Tempel gesehen. Habe ich das? Könnte mich nicht erinnern. Egal. I assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Ich werde es versuchen. Ich werde mein Bestes geben, ja. Well, I suppose that's all I can ask for. Okay, und wieso könnt ihr der Sache nicht selbst nachgehen? Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Okay. Gut. Gibt es irgendwelche Do Verdächtigen? you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is? Oh ja, das kenne ich. What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. Ja, da hat er recht. Ich finde, dass er da recht hat. Ne? Lass uns mal unvoreingenommen an die Sache rangehen. Okay, falls ich das tue, werdet ihr mir helfen, in meine eigene Zeit zurückzukehren. Diese Fragen werden später verfügbar sein. Was sagt mir das jetzt? If I understand Proserpina's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Okay. Thus, you'll have created a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Ja, das macht Sinn. Ja, das macht Sinn. Wobei ich ja immer finde, also diese Zeitparadoxen, die sind ja schon wirklich immer irgendwie, die verdrehen einem so ein bisschen, wenn man anfängt drüber nachzudenken. Aber ich habe es begriffen. Wenn wir erfolgreich sind, ist das quasi nie passiert. Okay, das war jetzt erstmal alles. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? Klar, ich bin dabei. Wonderful. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me. Oh, jetzt wird's spannend. Detektivarbeit. Na gut, dann fangen wir mal an, oder? Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the Shrine of Apollo in the Forum. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Da werden wir uns doch gleich mal drum kümmern. Mal ein bisschen umgucken tun wir uns hier schon vorher, oder? Ich hoffe, dass dieses Spiel keine zeitkritischen... Ah, auf Y Questprotokoll. Ah ja, schön. Inventar, wir haben Inventar. Wir haben einen Dinar. Taschenlampe.
Und die eine beschriebene Steintafel. An alle, die das hier lesen. Okay, das ist das, was Al uns geschrieben hat. Lass uns hier kurz rumgucken. Dann gehen wir Lucretia aufsuchen. Oh, ich habe Geld geklaut. Glaube ich. Ich habe Geld geklaut. Oder? Nee, habe ich nicht. Klau das nicht. Ein kleiner Hausschrein, in dem die alten Römer täglich um Schutz gebetet haben. Ein Lararium. Also, jetzt wissen wir auch, was ein Lararium ist. Nachricht von Scintilla. Lesen wir. Von Scintilla an Sentius. Möge Jupiter Optimus Maximus euch weiterhin beschützen und leiten. Vielen Dank dafür, dass ihr mich zu eurer Tochter gemacht habt und vielen Dank für den entzückenden Geburtstagsanhänger. Ich verspreche, dass ich ihn immer tragen werde. Ich fühle mich so sicher und glücklich, weil ich euch als meinen Vater und Sentia als Schwester habe. Die Wahlen nächsten Monat scheinen euch Sorgen zu bereiten, aber wenn ihr den Leuten den starken und vertrauenswürdigen Mann zeigt, den ich kenne, dann werdet ihr zweifellos wiedergewählt werden. Okay. Noch wissen wir nicht, wer Scintilla ist, aber das wird sich vielleicht noch irgendwann ausstellen. Ach, da könnte man sich jetzt ein bisschen hinlegen, eine Runde schlafen. Ich gucke kurz in den Chat. Oh, Beat, hallo. Du möchtest gerne mal wieder Oblivion spielen. Bei dir müssen Spiele auf Deutsch sein. Untertitel lesen ist anstrengend für mich. Ja, ist halt nicht immer alles übersetzt, leider. Du kennst das Spiel nicht, Melanie? Das ist eine Mod für Skyrim. Eine eigenständige Mod. Hallo Lazarus, ja, das haben wir schon festgestellt, dass das im alten Rom spielt. So weit sind wir schon. Das heißt, du kennst das Spiel, ne? Lazarus. Und wir reden mal mit ihr. Bist du Scintilla oder wer bist du? Sie sagte, sie wohnt nur hier. Hallo. I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Uiuiuiuiuiuiui. Okay, wer bist du? I'm Sentia, Die eldest ist die daughter of the Tochter. magistrate. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Bezaubert. Okay. Gut, ich glaube, die I werden wir trust später you can see befragen. yourself out. Okay, also die leibliche Tochter von unserem Magistrat. Diese lila Karotten sind die Vorgänger der modernen orangefarbenen Karotten. Ja, lila Karotten kriegt man ja mittlerweile auch wieder. Also Sentia ist jetzt nicht so freundlich. Da klang mir ihre Adoptivschwester irgendwie umgänglicher. Deutlich umgänglicher. Was, Magic, du hast von mir geträumt? Ach du, Jemine, du Armer. Ah, du hast die Vorschau bei GameStar Magazin gesehen auf YouTube. Alles klar, ja, Lazarus. Ja, es hat eine ganz gute Bewertung. Das stimmt, Lazarus. Du hast echt von mir geträumt? Magic, du Armer.
Keramikschale. Archäologischer Einblick. Eine mit Urin gefüllte Keramikschale, die die alten Römer wegen des Ammoniakgehalts zum Waschen und Bleichen ihrer Kleidung verwendeten. Na, Magistrat? Citizen? Aber wir wollen... zu Lucretia. Wer bist du? Noch ist er ein Fremdling. Und wir quatschen ihn an. Wobei man sollte vielleicht Soldaten... Oh, das... Man sollte vielleicht Soldaten, während sie Sport machen oder trainieren, nicht stören. Sentius und Malelus, der gleiche Mist, der lediglich anders riecht. Okay. Vielleicht war Malenus der Magistrat zuvor. Oder der andere, der zur Wahl steht. Oder die andere. Wobei, es endet auf US. Vielleicht ist der andere auch ein Kerl. Gut, ab zu Lucretia. Tippe auf X, um den Weg zu deiner Zielmarkierung angezeigt zu bekommen. Oh, ich werde versuchen, euch zu führen. Ja, super. Fear is proof of a degenerate mind. Angst ist der Beweis eines entarteten Geistes. A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Oh my. I take it people are quite direct where you're from. Ja. I suppose it's quite charming in its own way. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without due formality or courtesy ask, "What is your story?" Es tut mir wirklich leid, was hätte ich tun sollen? Ehrerbietig in die Knie gehen oder was? The proper approach would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance in high office, by which time you would already know how to address me. And then you would find a way to satisfy your curiosity rather more indirectly. But to be honest, I've often thought what an unnecessarily formal way to communicate that is. So, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. Ja, du gefällst mir, Equita. Absolut. Du hast geträumt, du hast mich besucht und wir haben was gegessen. Aber irgendwie hast du mich immer nur im Augenwinkel gesehen. Ach, Magic. Dass wir was essen, das ist mir irgendwie, scheint mir irgendwie nachvollziehbar. Absolut. Du hast uns vermisst, Lazarus, ja. Jetzt bist du ja wieder im Stream, hast wieder Zeit, mal zuzugucken. Schön, dass du mal wieder da bist. Melanie findet die Mod gut. Mal gucken, wie es so weitergeht. Also, dann fragen wir doch erstmal, was ist eine Vesta-Priesterin? You really don't know? Nein, ich weiß es wirklich nicht. Far away, aren't you? Well, I am one of the priestesses, charged with keeping the sacred flame in Rome's shrine of Vesta burning. I take it you know who Vesta is? Hilf mir mal auf die Sprünge. Vesta is the mother goddess of hearth and home, and the guardian of the Roman people. Kein Wunder, darf der Herd nie ausgehen. Okay. Put simply, I tend to the temples, ensure their sanctity is preserved. Why? So that we continue to honor our gods, invite their blessings, and not bring their wrath down upon us, of course. It's vital that we keep them appeased and remain in their good graces. You know, I'm not entirely sure. But what about you? How did you end up here?
Oh mein Gott, eine junge Frau namens Karen hat mich bewusstlos aus einem Fluss gezogen und mich dann hierher geschickt. Karen, you say? And nothing about that name seemed odd to you? Nee, überhaupt nicht. Das ist ein älterer Name, aber dort, wo ich herkomme, ist er nicht ungewöhnlich. Older. I see. I wonder if... No. Was wolltet ihr sagen? I apologize. I don't mean to be cryptic. It's just that you've got me thinking. Have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you notice any patterns. Oh, Nelly ist wach. Okay, mache ich. Good. Thank you. But please be careful. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. Okay, und was ist mit Livia passiert? Up until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community, darning clothes and cutting hair. She was always so chatty, always seeking out newcomers and asking them where they were from and how they wound up here. And then, about a month ago, she suddenly changed. She withdrew, stopped working and became despondent, started muttering to herself. Galerius and I visited her to see how we could help, but she just looked at us with this haunted stare, called us bloodless shadows and told us we were ignorant of some pattern. Look, it could be unrelated. Perhaps she simply fell ill. Or, as Galerius suggested, the weight of the golden rule was too much for her. But there is a small chance that she learned something, saw a pattern nobody else saw, and that it broke her. I just don't want to see that happen to you. So be careful, will you? Ich werde vorsichtig sein, versprochen. Thank you. Now, go and follow the thread of truth through this labyrinth, and come back to me if you discover any patterns. Genau, ich werde sehen, was ich tun kann. Genau, wie läuft die Wahl? Das würde mich jetzt auch noch interessieren. It must be completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent, and Malleolus, the challenger. Okay, das wissen wir schon von der Graffiti. All of the male citizens who are willing and able to attend, unless they're running, of course. Nein, Frauen dürfen nicht wählen. That's just the way it's always been, I'm afraid. It never sat right with me, either. There are some women who can vote, Vestal priestesses like myself, but in this case, given my role overseeing the election, I've decided to abstain. I can't allow the perception that I'm being anything but fair and independent, but if it's any consolation, there are other ways to influence the outcome of an election. Okay, wie zum Beispiel, indem wir mit den Leuten By sprechen. using whatever gifts the gods gave you. Nothing untoward, of course. I'm responsible for announcing it and making sure the procedures are followed. Okay, lass uns über was anderes reden. Certainly. Okay, was haltet ihr von der goldenen Regel? Das würde mich noch interessieren. Wie ich auf The Forgotten City aufmerksam geworden bin. Ja, auch quasi über Gaming-Magazin. Ich glaube auch GameStar oder so. I'm quite sure it's the work of the gods, which is strange because they've never been particularly concerned with our misdeeds, as long as we've kept the peace of the gods. We asked for blessings, for good health, bountiful harvest, military victory, and in return, we offer praise, wine, incense, or animals. But here, it seems they require much more of us.
I find myself reminded of an especially pertinent tale from our great poet Ovid in his epic Metamorphoses. Would you like to hear it? It is rather long. Ja klar, erzähl. Wonderful. It goes like this. Baucis and Philemon were an old married couple Ach, living a dies, humble ja, life Philemon in a und Baucis small ist town. schön. One night, the town gets a visit. Das ist eine from a schöne couple of Geschichte. vagrants. They go from door to door, asking for a place to stay the night. Of course, being vagrants, they're turned away sharply from house after house, 1,000 in all, until finally they come to the little cottage where Baucis and Philemon lived. Now the kind old couple had very little to offer, but nevertheless, they invite these strangers into their house and offer them food. Ich liebe diese wine, Geschichte and a von place to Philemon und stay. Baucis. Immediately the guests make themselves at home. They begin gulping down the old couple's wine, so much so that Baucis, the old lady, begins to worry they're going to run out. And then she notices something strange. Her wine pitcher keeps refilling itself, as if by magic. Realizing only a select few possess such powers, says to her husband, Philemon, "I think these men are gods in disguise." Immediately the couple begins apologizing for offering such coarse wine, and the vagrants metamorphosize and reveal themselves to be Jupiter, the king of the gods, and Mercury, the trickster god. They confide they didn't mind the meager offerings. They were just pleased that someone in the town offered them hospitality. Then Jupiter says to them, "You have passed our test, but everyone else in this city failed, so we are going to destroy this place and everyone in it, except you, who we will grant a wish." So old Baucis and Philemon escape up into the mountains safely, and they receive their wish, which is for eternity together. Meanwhile, Jupiter carries through with his threat and wipes that city off the map. Some say the moral of that story is that we must all honor the sacred rituals of guest friendship, the reciprocal obligations owed between hosts and guests. But I like to think it's that we should always show compassion for those less fortunate than ourselves. Da stimmen wir doch mal zu. I'm pleased to hear it. Gut, okay. Ich denke, dann werden wir jetzt erstmal gehen. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Mach ich. Aber nach wie vor wollen wir ja wissen, was hier los ist. Grummel, Grummel, Grummel. Offensichtlich muss ich da irgendwo reinlaufen. Ja, ist ein Mystery-Spiel, habe ich auch gelesen, Lazarus. Unkeusche Vestalin wurden lebendig begraben. Uiuiui. Okay, verschlossen. Medizinische Werkzeuge. Eine Sammlung barbarisch aussehender medizinischer Utensilien, darunter Zangen und Scheren. Naja, das sieht auch nicht barbarischer aus als das, was wir so haben. Kräuterstände. Ständer. Ein Holzgestell, das verschiedene getrocknete und gemahlene Substanzen enthält. Mörser und Stößel haben sich in den letzten 2 Jahrtausenden nicht sehr verändert. Ja, das ist wohl wahr. Da fallen mir wieder diese 2 Frauen ein, die wir gesehen haben auf der Abbildung. Oh, Apollon, hallo.
Eine große Steinstatue von Apollon, dem römischen und griechischen Gott der Krankheit und Heilung, unter anderem. Okay, sprechen wir doch erstmal hier mit Lucretia. Give Hallo. me a moment. Sorry I'm such a mess. I just lost a patient and a dear friend. Oh no. Julia. She was a good woman. Okay, was ist passiert? She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally I'd treat her with resin of silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. Aber? And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly." Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. Okay, kann ich irgendwie helfen? Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that genetricum fututor and scratching his eyes out. Wow, 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 wow. Okay. Sage... Nein. Das ist irgendwie schon eine gefährliche Rede, ja. Aber wir halten uns noch mal zurück, glaube ich. Tschüss, Christiane, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ja, Lazarus, ich weiß, es ist ein Mystery-Adventure-Rollenspiel und ich weiß, dass wir Rätsel zu lösen haben. Die lösen wir gemeinsam. Okay, können wir über Julia sprechen? Sure. What do you want to know? Genau, glaubt ihr, sie wurde vergiftet oder war es selbst Do you verschuldet? really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would have broken the golden rule. Ja, richtig. And so maybe it's best we don't discuss it. Okay, und was für ein Gift war es, weißt du's? Hemlock, I believe. Schierling, okay. Gibt es einen Grund, warum sie vielleicht sterben wollte? I haven't seen her in months. She's not allowed to leave Malleolas' villa. And they are quite secretive. Ah, die lebt in der Villa von dem anderen Kandidaten. Okay. Gladly. Okay, wir fragen auch hier nach der goldenen Regel. A city without sin might sound good on paper, but whoever dreamt it up didn't think it through. Maybe it was an attempt to create some kind of utopia. But snakes like Decius will always find loopholes to exploit. And what can we do about it? Absolutely nothing. In some ways, we are worse off because we can't take the law into our own hands. Okay, erzählst du mir deine Geschichte? I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not a physician. This is Nevia's clinic. I've just been filling in ever Sie ist since she verschwunden? disappeared. I'm tired and out of my depth and miserable all the time. But I'd rather take this on myself than let one of you lot mess it up. Okay, erzähl mir mal mehr über Nevia. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician.
but she was the closest thing we had down here. And she was good, too. Until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. This changes everything, she kept saying. But I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues, like she could talk to them. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem, a real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed and he's in constant pain. Okay, wer? I really shouldn't say. He wouldn't like it. And he's a little bit scary. Okay. He's become so irritable that the smallest things set him off. And I worry he'll end up losing his temper and lashing out. And you know what that means. Ja. I just know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get into the palace. Thanks, I suppose. Okay, dann gehen wir jetzt mal. Well, come back if you get sick or injured. Day or night, I'll do what I can. Keine Gegenstände. Kurz ins Questlog gucken. Okay, versuche Decius zu überreden, das Silphiumharz auszuhändigen. Es ist irritierend, dass man einfach durch die Straßen gehen kann. Durch die Türen. Ich glaube, mein Eindruck, dass es die Statuen sind, die flüstern, war ganz richtig. Der Mythos der goldenen Regel von Doratus dem Jüngeren. Wie es unser Brauch ist, werde ich damit beginnen, dem Gott, der für diese Stadt verantwortlich ist, meinen Respekt zu erweisen. Für den anhaltenden Wohlstand und die friedliche Abgeschiedenheit, die er für uns geschaffen hat, verdient er unsere Hochachtung. Doch hier muss ich vom Brauch abweichen, denn sein Versuch, uns solch strenge Regeln aufzuerlegen, ist erdrückend und übergriffig und sollte mit Verachtung bestraft werden. Wer hier nicht eines Nachts mit Angstschweiß bedeckt aufwacht, weil die goldene Regel möglicherweise aus Versehen gebrochen wurde, wir alle müssen einsehen, dass wir Fehler machen können, sei es infolge eines Fehlurteils oder wegen einer bewussten Entscheidung basierend auf einer falschen Schlussfolgerung. Doch die große Bedrohung des Damoklesschwert, unter dem wir leben, ist, glaube ich, nur eine Enttäuschung und ich werde es euch beweisen. Lasst mich damit beginnen, die Gegenargumente zurückzuweisen. Auf den ersten Blick könnte man argumentieren, dass die Inschriften, die besagen, die vielen werden für die Sünden des einen leiden, ein Beweis dafür sind, dass die goldene Regel in der Tat existiert. Dies kann aus logischer Sichtweise allerdings nicht nachgewiesen werden, denn wir können nicht annehmen, dass die Verfasser mehr wussten als wir. Dass diese Botschaft niedergeschrieben wurde, macht sie nicht wahr, genauso wenig wie wenn ich aufschreiben würde, Dorotos der Jüngere ist ein Gott. Zweitens kann man argumentieren, dass die Statuen an diesem Ort ein Beweis dafür sind, dass die goldene Regel real ist. Dann braucht ihr mich nicht zu erinnern. Ich war es, der sie überall in der Stadt entdeckt hat. Ich war es, der sie sammelte, in einem Handkarren packte und sie in die Nischen stellte, in denen sie heute stehen. Ich werde sie nicht so schnell vergessen, und doch weigere ich mich, zu dem Schluss zu kommen, dass sie einst echte Menschen waren. Es gibt einfach keine Beweise, die diese Schlussfolgerung unterstützen. Wenn wir die Geschichte von der Venus lesen, die
Pygmalions Skulptur Galatea zum Leben erweckt, glauben wir auch nicht, dass sie wahr ist. Warum sollten wir hier eine andere Ansicht vertreten? Letzten Endes sind das aber eben nur Argumente. Nach all den Jahren, die ich in Furcht gelebt habe, kann ich nur eines tun, um zu beweisen, dass die goldene Regel eine Lüge ist: handeln. Freunde, ich entschuldige mich hierfür im Voraus, aber eines Tages werdet ihr diesen Moment als Wendepunkt in der Geschichte unserer Stadt sehen. Lasst uns alle ein für alle Mal erfahren, ob die goldene Regel echt ist, indem ich einen von euch mit meiner Faust schlage. Tja, die scheint wahr zu sein, die goldene Regel. Würde ich mal behaupten. Ich kann dich hören, ja. Aber es ist nicht jede Statue, die flüstert. So, dann gehen wir mal zu dem Typen, zu dem Händler. Ich muss mir was zum Trinken holen. Ich habe vergessen, mir Wasser mit so hinzustellen. Kleinen Augenblick, ihr Lieben. Ich gehe mir ganz kurz was zum Trinken holen. Bin gleich wieder da. Oh, Akuma, Hallöchen. Ja, herzlichen Dank für den Kaffee. So, aber erstmal Wasser für mich. So, da bin ich wieder. Ich glaube, hier gibt es genügend Gelegenheiten, sich zu verlaufen. Don't you just love springtime? Ja, Frühling ist super. Da ist das Harz, eine Flasche mit Silphiumharz, einem ausgesprochen wertvollen antiken römischen Heilmittel, mit dem diverse Leiden behandelt werden können. For the last time, Dacius, I'm not making you a bow. But why? You know why. But how am I going to defend myself against someone else with a weapon? There are no other weapons in the city. We all went along with the magistrate's weapons ban, so it wouldn't be an issue. That's why I've got to get in first before someone else beats me to it. Einen Bogen erhalten, okay. Egal, jetzt sprechen wir erstmal mit dem Typen. Ich komme hier durch. Da, du bist der Händler, oder? Ja. Hallo, Decius. Wonder how much one of these statues is worth on the outside. Tja, eine Menge, wenn es reines Gold ist. Salve, stranger, and welcome to our idyllic little slice of the Empire. I'm Dacius. Terrible shame what happened to Julia, but we just have to carry on, don't we? Erzähl mir was von dir. And how did I end up here? That is a lengthy tale. Ja, erzähl mal. Ich höre. All right. Well, you see, I'm in the business of procuring rare and precious objects liberated from the enemies of Rome. Mostly sculptures, vases, the occasional slave. Fetch a magnificent price okay, of Roman also society. Had myself a nice little shop in Rome just off the Forum. Lots of foot traffic and close to the docks. Good place to be when the fires broke out. See, about 7 months ago, half of Rome caught on fire. Everyone who couldn't get to an outer gate was running for the river, hoping to escape by barge.
So I gathered my coins and some priceless vases into a cart and had my most loyal slave girl, pretty young thing named Acantha, push it for me. All the way down to the river, I'm elbowing through a stampede of people, turning back now and then to make sure she hasn't legged it with my valuables. But, to my surprise, we make it. And I see this barge loading up, and it's so full it's almost sinking. But the captain's happy to take my coin. So I start boarding, and then he puts his hand on my chest and he says, "No, too heavy. The cart or the girl." So I did what anyone would have done. Ihr habt's Mädchen gewählt, ne? The girl? Weren't you listening? All my valuables or the girl? I mean, I can always buy a new slave girl if I still have my money. So I put my hand on the car, and I guess she realized what was hab ich's happening. falsch verstanden? Pretty black eyes of hers go all wide. Ich dachte, er hätte And in ihm, one swift er hätte dem motion, she Captain das topples the Mädchen whole bloody gegeben. thing into the Tiber. Na, habt ihr es dann mitgenommen? No, I dived in after it, of course. Natürlich Weren't you nicht. paying attention? That was a bloody fortune. Only, I guess I must have hit my head or something, because everything went black. When I came to, I'd washed up on the riverbank not far from here, with nothing in the world but a single silver Ja, wie coin. wir auch. Tja, mein Beileid. Thank you, friend. But it turns out it might have been a stroke of good fortune, because this place is a veritable treasure trove. Look around you. There must be more gold in here than in the treasury of Rome. If I can just figure out how to get it out of here. Okay, der gibt uns das Zeug nie, das Harz. Never ever jemals. Wie du Ahornsirup am besten entsorgst? Magic, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Lazarus, warum die flüstern, diese Goldstatuen, wissen wir noch nicht. Zumindest noch nicht sicher. Ich habe eine Theorie, aber wir wissen es noch nicht. Also, der gibt uns das Zeug nie umsonst. Nein, es gibt kein deutsches Audio. Wenn es deutsches Audio gäbe, Akuma, hätte ich es bereits mit deutschem Audio gemacht. Gibt's nur auf Englisch mit Untertiteln. Gut, was haltet ihr denn so von der goldenen Regel? It's terrible for inflation is what it is. There's so much gold just lying around, it's practically worthless. At least down here. Of course, I have an idea for generating real wealth, but what I need is a bow. Just a simple composite bow. I've scoured this city from top to bottom with no luck. But if you happen to find one, bring it to me and we'll talk. Okay, also brauchen wir einen Bogen. Weil dann kriegen wir wahrscheinlich das Harz. Aber gibt es nicht ein Waffenverbot? Oh, well, technically yes, but that just means you'll need to be a little discreet. So. Okay, Hawkies, ihr seid dran. Besorgen wir ihm einen Bogen? Das ist die Frage. Tschakka, und ihr dürft wählen. Besorgen wir ihm den Bogen? Ja oder nein? Festhammer. Wollen wir das tun? Oder sollen wir es nicht tun? Bin gespannt, wie ihr euch entscheidet. Hier 2 Stimmen haben wir. Ihr sagt, wir besorgen ihn. Fünf Stimmen. Alle sagen, wir besorgen ihm den Bogen. 6 Stimmen. 83% sagen, wir besorgen den Bogen. Ich warte noch ganz kurz. Okay, ich glaube nicht, dass sich da noch viel dran ändern wird. Also 7 Stimmen haben und 86% von euch sagen, wir besorgen ihm den Bogen. Dann beende ich die Umfrage. Die Tendenz ist eindeutig. Also, dann sehen wir mal, was wir tun können. Thank you, friend.
Gut. Dann gehen wir erstmal, besorgen den Bogen. Da ist Graffiti. Opius, der Dieb, hat meinen Geldbeutel gestohlen und ich, wer auch immer das geschrieben hat, ist nicht fertig geworden. Ja, weil er nämlich ruckzuck in Gold verwandelt wurde. So, jetzt holen wir mal die Quest. Den Bogen erhalten. Ein Bogen könnte nützlich werden. Aber wo kriege ich einen Bogen her? Das zeigt er mir natürlich nicht an. Er zeigt mir Deus an. Eine Einkaufsliste. Dinge, die ich kaufen muss, sobald ich geflohen bin. Villa und auf dem Aventin Rom. 2-spänniger Streitwagen, Sitz im Senat, 4-spänniger Streitwagen, Villa an der Bucht von Neapel, 10-spänniger Streitwagen, 12 Sklavinnen, blass und mollig. Uah. Was für ein Unsympath. Was für ein albtraumhafter Unsympath. Die Truhe ist verschlossen. Ja. Die sind alle in Gold verwandelt und offensichtlich aber bei Bewusstsein. Das ist eine fürchterliche Vorstellung, finde ich. Wen haben wir denn hier? Ach, Equita, du bist's wieder. Hallo. Ave again. Did you find what you need? Nee, leider nicht. Nein. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. So, was ist mit dir los? Hallo? Hallo? Was machst denn du da drin? Was macht der hinter Gittern? My name's Dooley. I live here now because I got in trouble and they said they had to lock me up. Ja, was habt ihr denn getan? Insbesondere etwas, was dann nicht die goldene Regel gebrochen hat. I don't know. I don't remember things so good. I think it's just because I was looking for treasure. Vermutete jemand, dass ihr stehlen würdet? Yes, but I wasn't. I was just looking. Das ist alles? They said I did it more than once, but I can't remember things so good. Then they called me mean names. They called me a liar, Billy. Naja, aber wenn er wirklich gestohlen hätte, hätte doch die goldene Regel greifen müssen, oder? Du hast leider immer noch nicht ganz verstanden, um was es in dem Spiel geht. Dann lass uns doch einfach auf uns zukommen, Melanie. Es geht darum, wieder in die Gegenwart zurückzukommen. Und das schaffen wir nur, wenn wir dieses Dorf retten. Yes. They said I have to live here now and gave me this letter. But I'm not good with words. Do you think you could read it for me? Na dann zeig mal her. Brief von Sentius an Duli. Okay, der ist vorsorglich eingesperrt worden. Alles klar, Magistrat Sentius an Dulius. Ich schreibe euch hinsichtlich eures unverbesserlichen antisozialen Verhaltens, was aus eurer Besessenheit von einem sogenannten verlorenen Schatz rührt. Ich fühle mit eurer Notlage und dem Ableben eures Vormunds Hannibal vor einigen Wochen mit. Doch ich muss euch eine wichtige Nachricht überbringen. Der Schatz, den ihr sucht, existiert nicht. Durch eure Gedächtnisschwierigkeiten liegt es nahe, dass ihr euch einfach falsch erinnert habt. Vielmehr, da ihr bei verschiedenen Anlässen widerrechtlich Orte betreten habt, einschließlich der Umgebung der Zisterne, die für alle Bürger untersagt ist, bin ich widerwillig zu dem Schluss gekommen, dass ihr eine Gefährdung für die Gemeinschaft darstellt und eure Freiheit eingeschränkt werden muss.
Solltet ihr die goldene Regel brechen. Ich hoffe, dass dieser Brief euch dabei hilft, zu verstehen, warum ihr inhaftiert wurdet, falls ihr zukünftig weitere Gedächtnislücken erleiden solltet. What does it say? Hier steht, dass sie euch mehrmals beim Einbruch erwischt und eingesperrt haben, um euch davon abzuhalten. Nein, also sie haben ihn ja nie erwischt, ne, sondern die halten ihn bloß ab davon, weil sie Angst haben, dass es tut. My treasure. Was für ein My Schatz? friend Hannibal used to look after me. He said he always would. But then, he died. It was very sad. He said, if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But I couldn't find it. All I remember is he said something about the cisterns. But when I went up to the high one, they put me in here. Now nobody looks after me. Except my friend Galerius. And Ek, the priestess lady. She's a nice lady. Okay, wenn ihr mir den Schlüssel gebt, kann ich versuchen herauszufinden, was er aufschließt. Hannibal said I shouldn't give it to anyone I didn't trust. But maybe you could help me get out of here. Then I would trust you a lot. Okay, dann lass mich mal mit dem Magistrat drüber reden. Galerius already tried that. He said the magistrate wouldn't listen, no matter what. Tja. Naja, vielleicht hole ich euch einfach hier raus. What about the rules? I don't want everyone to get in trouble because I was bad. Ach, okay, dann wird es Zeit für einen neuen Magistrat. Galerius? He's nice. I like Galerius. He made me a doll and everything. If you help make him magistrate, he can get me out of here, and I can give you the key to my treasure. Hannibal said it was in the cisterns. I can't remember what it was, just that it was way up high and very precious. Gut, werde sehen, was ich tun kann. Reden wir nochmal über den Schatz. My friend Hannibal used to look after me. He said he always would. But then, he died. It was very sad. He said, if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. Okay. Eigentlich nichts Neues. I couldn't find it. All I remember is he said something about the cisterns. But when I went up to the high one, they put me in here. Now nobody looks up. Alles klar. Gut, wir gehen erstmal. Also, eigentlich sollten wir gucken, dass wir den Bogen irgendwie kriegen. Ave. Hallo, Equita. Dulis Notiz. Eine Nachricht von Duli, in dem er seine Unschuld beteuert. I did not do it. Markierte Quest verfolgen, einen Bogen erhalten. Und natürlich ist das völlig klar, zeigt er mir nicht. Zeigt er mir nicht an, wo ich einen Bogen krieg. Hätte mich auch gewundert, wenn er uns das angezeigt hätte.
aber ohne den Bogen. Sometimes I stare at the great temple on the bluff, and I think, whatever is in there, it has to be important. Die Milka Schokoeier zum Löffeln? Nö, kenne ich nicht. Dein Internet ist abgestürzt, du hast nicht viel verpasst. Lazarus, ist nichts passiert. Ah, a new face. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. Hallo, Virgil. You arrived on a sad day, friend. What with Julia's death? I wish we could have met under better circumstances. Okay, mir ist das Graffiti aufgefallen. Warum hält man euch für einen Sünder? Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company. Okay, And verstehe. when you grow up in the north, as I did, in the city of Noviomagus, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly, until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world, with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. Das tut mir wirklich leid, das zu hören. Nice of you to say, but not necessary. In any case, the Romans are Bis später, far more Michaela. accepting, and among them, I get to be who I am. Or at least I thought that was the case. It seems I was wrong. Okay, wisst ihr, wer für das Graffiti verantwortlich ist? It's not just graffiti. I have quite a collection of handwritten notes too. The strange thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. If I had to guess, I'd say it's probably one of those cultists. Kultisten? Strange bunch. They insist there's only one God. Oh, and that die Christen. he considers my nature a sin. Can you believe that? Ja. If there are any of them here, they won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is, if these threats keep escalating, eventually my secret admirer is going to cross a line and break the golden rule. Okay, der Sache gehen wir nach. What? Really? I didn't expect that. But thanks. It's always a pleasure to meet someone so selfless. I'm glad you arrived when you did. I'd start by figuring out who the Die cultists Kultisten sind die are. Or frühen maybe ask Christen. around among the merchants here. Someone who Hey lives or Mo, works herzlich in the forum willkommen. must have seen something. But if you find them, please don't hurt or humiliate them. I suspect they're just confused. Wir werden sehen, was ich tun kann. Gut, was hältst du von der goldenen Some people Regel? say it's divine, the work of a god, but I'm not so sure. It just seems so flawed to me. Like it's distinctly human. I mean, once you've been here long enough, you'll notice people doing things that just seem so wrong to you. But this so-called god doesn't seem to care, which means one of two things. Either you don't know the difference between right and wrong, or this unknown god doesn't. And I'm pretty sure I know the difference. Do you? Ich glaube ja. Good. Then I hope you'll agree that there are only two ways of dealing with unfair rulers. The first is to leave. The second is to remove the ruler from power. And it seems leaving may not be an option. Okay, verstehe. I'm glad. It's best if I say no more, but I hope you'll give it some thought. Gut, und wem wirst du deine Stimme geben? Well, Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And while it's all a bit vague, at least he has a vision.
Okay, kann ich euch irgendwie umstimmen? My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Gut, und deine Well, Geschichte? I'm an architect. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose a term to describe what I do here. Help out with repairs and try to stop old buildings from collapsing on people. That kind of thing. But you probably don't want to hear about the ingenious architecture or mysterious history of this place. Erzähl mir was. Oh, I'm glad you asked. Some of these shrines were constructed hundreds of years ago, which means Romans have been arriving here for at least that long. But there's one thing that puzzles me. The oldest shrine in this avenue isn't Roman at all. It's Greek. Ach. Das bedeutet? I'm not sure. It could mean that the Romans who first started building here were just copying Greek architecture, which they do all the time. Or it could mean that there were Greeks living and worshipping here before the Romans arrived. Which begs the interesting question, who really built this place? And could it be far older than any of us imagine? If only there was a way we could talk to the people who came here before us. The stories they could tell. Okay, erzähl was von der Architektur der Stadt. Gladly. Personally, my favorite thing about this place is the aqueducts. Those series of adjoining arches. They're an ingenious feat of Roman engineering with a very practical purpose. They take fresh water coming from outside the city. Ja, der Dialekt ist gewöhnungsbedürftig, das stimmt. It's funneled Magic. below the palace and into a cistern beneath the great temple. Some of it flows down into another cistern beneath the villas, and the rest is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake and allows us to fish and farm. Wenn sie Wasser in die Stadt bringen, könnten wir sie zur Flucht nutzen? Hey, not so loud. Just talking about that could anger the gods for all we know. I'm not saying it's impossible, but you'd have to find a way inside somehow. Just, please, try to be a bit more discreet about Okay. Echt. Gut, und der Tempel? You mean the great temple? This one's a bit of a mystery. Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, it's clear that whoever built it felt it was the most important temple in the city. Unfortunately, someone else went out of their way to keep its purpose a mystery. You see, usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god is obvious. But in this case, it's unknown. There's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian defaced it. And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury. So we're all left wondering, which god is that temple dedicated to? And could it be the one responsible for the Golden Rule? Unless somebody figures out a way inside, I suppose we'll never know. Okay. Of course. Dann gehen wir jetzt Nice to mal. talk to you. Das ist eine Menge zum Zuhören, hä? Freunde. Ich denke, ich werde nachher eine Abstimmung machen, ob wir es weiterspielen sollen oder nicht. Amboss. Ein römischer Amboss. Ohne Horn sieht er seltsam aus, aber das muss eine moderne Innovation sein. Blasebalg, das genutzt wurde, um Luft in den Ofen zu blasen und so die Hitze zu erhöhen. Schaufel, Feuerschaufel aus Bronze, sie riecht nach Asche. Ein Hammer, nein, so weit treiben sie es dann doch nicht. Anschuldigende Nachricht. Virgil, ich weiß, wer ihr seid und was ihr wollt. Kehrt von diesem Weg ab, bevor wir alle für eure Sünden leiden. Oh Mann. Virgil,
Wollt ihr wirklich die Sünde begehen, die uns alle verfluchen wird oder vernichten wird? Das sind die Nachrichten, von denen er gesprochen hat, die er bekommen hat. Virgil, sie sehen euch vielleicht noch nicht, aber ihr solltet eines wissen, ich sehe euch. Das arme Schwein. So, die Frage ist, wo könnte man einen Bogen bekommen? Wir wissen es nicht. Ich könnte eigentlich mal speichern. Also bislang habe ich noch Spaß, ja. Wobei ich nicht recht weiß, wo ich jetzt anfangen soll. Gut, das Harz kriegen wir nur mit dem Bogen. Hinter verschlossen. Das kannst du vergessen. Weg in den Palast finden, das könnte auch spannend sein. Da kriegen wir aber gar keinen Questmarker. Oh, was passiert? You have to do something. Was ist denn los? A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. Was? You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Wer seid ihr? Fabia, but now's not the time. Are you going to help or not? Ja klar, machen wir doch, natürlich. Vielleicht hat er einen Bogen. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. Nein? Habt ihr das gehört? Hear what? Ich hörte eine Stimme, die flüsterte Nein. What? We don't have time for this. I have to go. Okay, vergiss es. Ugh. Was war das jetzt? The shrine is collapsing. Oh. What the fuck? Leibbrot. Ein runder Brotleib, der in einzelne Stücke geteilt werden kann. Das steht offenbar jedem frei zur Verfügung, der möchte. Dann nehmen wir das. Na gut, Fabia ist tot. Römische Bäder. Da gehen wir mal hin. Ja, ich würde euch ja gern helfen, aber noch weiß ich nicht wie. Die Stadt ist ganz schön groß. Why did you have to go in there? Poor sweet girl. I can't believe she is dead. Fabia, I mean. She walked into that empty shrine, and the next moment she is lying dead under a pile of rubble. The gods are cruel and unjust. She was like a daughter to me. I'm sorry, friend. It's not right for me to lay my burden upon you. Welche Quest haben wir denn gerade aktiv? Der Sünder. Den bewaffneten Mann beim Betreten der Stadt konfrontieren. Sich dazu den römischen Bädern. Er hat einen Bogen. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Kenn ich nicht. I'm not sure I believe that, so allow me to explain something to you. I am here with orders from Emperor Nero himself to find and execute the cultist Quinctius for terrible crimes against the Empire. So, if you tell me the truth, I will allow you to live.
But if you lie to me or otherwise obstruct the Emperor's business in any way, I will put this arrow through your chest. Is that understood? Jupp, verstanden. Thank you. Now tell me, who are you people, and what is this place? Tja, warum nehmt ihr nicht diesen Bogen runter und kommt rein, um euch selbst zu überzeugen? Wir sind nur eine kleine Gemeinschaft von Fremden, die zufällig hier gelandet sind. Ja, gute Frage. Oh, how very welcoming of you. You want me to let my guard down, is that it? You're not going to get your claws into me. I was told Quintius was a cultist, but I never thought he'd be foolish enough to lead me right to the heart of his mystery cult. Moment mal, mysteriöser Kult? Oh, don't play coy with me. I don't care if you're worshipping Bacchus, Magna Mater, or Christ. You lot are all the same to me. Always sneaking off to your secret sanctuaries, indoctrinating each other with your little mantras. The Emperor may have tolerated your activities up until now, but after what Quintius did, those days are numbered. Was hat er denn getan? Wir sind keine You Kultisten. say that, but if you're not a cult, then why go to such great lengths to keep this place a secret? So you admit you're not allowed to leave? Genau, das Problem ist nicht, dass wir nicht gehen dürfen. Wir können nicht. Threatening me is not going to help you. But in any case, that sounds an awful lot like a cult to me. And I saw the inscription saying, "The many shall suffer for the sins of the one." I take it this is some kind of mantra you all believe? Das ist kein Mantra, es ist eine Warnung. A distinction without a difference. You've clearly been indoctrinated into this nonsense. Es läuft jetzt Now ziemlich tell suboptimal. me, where did you lot get enough gold to make all these statues? Oh Mann, sie waren einst Menschen, die zur Strafe in Goldstatuen verwandelt You wurden. lot are practicing human Oh, sacrifice Scheiße. too. You people disgust me. Es war nicht wir, sondern ein Gott, welcher auch immer. Of course you'd say that, but that's what your kind do, isn't it? Our God told us to do it. It's all clear to me now. The secret sanctuary, the indoctrination, the mantra, the human sacrifice. You're cultists, there's no doubt in my mind. What baffles me is how a person can believe in something with such zeal. They just can't see what they've become. However, you still have a chance to redeem yourself by telling me where Quintius is. Do not waste it. Okay, was kannst du mir über den erzählen? Very well. Here's what I know. He's a 40 to 50-year-old man with distinctive eyes, one green and one blue. He's also known to have delusions of grandeur. The Emperor says he and his cult, your cult, are responsible for starting the fire which burned half of Rome to the ground and killed thousands in the process. Vielleicht war es der Kaiser auf der Suche nach einem Sündenbock. Okay, also ist Quintius wohl auch der dem Virgil vermutlich Ärger macht? All I know, all I care about, is that the Emperor believes he is guilty and wants him dead. The details are not my concern. This is your last chance. Are you going to tell me where he is or not? Da kannst du bloß wählen, ob du männlich oder weiblich bist. Lazarus, du kannst dir keinen eigenen Charakter erstellen in dem Spiel. Ich weiß keine Ahnung, wer er ist. Then you're of no use to me. Do you have any last words?
And there's a simple explanation for that. I lied. But if you want to know the truth before you die, here it is. Once I'm done with you and Quintius, I intend to kill every last one of you wretched degenerates. And I can think of nothing I'd enjoy more. The many shall suffer for the sins of the one. Knack, geil. Lauft. Was? Wo muss ich hin? Wo muss ich denn hin? Wo ist der Magistrat? Ich sehe den Magistrat nicht. Ich renne ja immer weiter weg. Ja, also mit Rennen ist hier leider nicht viel, gerade. Jetzt rennt sie wieder. Okay, das war wohl nicht die Lösung. So, jetzt komme ich wieder zurück und kann wieder rein. Wow. Jetzt das Ganze nochmal. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? I don't think so. I've never seen you before in my life. Ihr seid Galerius und werdet mir gleich anbieten, mich zu Sentius zu bringen. Oh, Bacchus, how much did I drink last night? Sorry to have bothered you. Kein Problem, Galerius. Oh, and since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made. Worked real hard on it. Was für ein Gerät? Gib mal her. What the fuck ist das? Seilrutschenlenker. Ein rudimentärer Seilrutschenlenker aus Holz. Just attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. And if it doesn't work, worst thing that can happen is you'll take a swim in the lake. I haven't quite summoned the courage to test it myself. But don't worry, it's completely safe. Probably. Danke. All right. See you around. Tja, die Frage ist, ob dieser Tod vorgesehen war. Aua. Bin runtergefallen, ey. Ich bin gestorben, ja. Tatsächlich. Man kann sterben in dem Spiel. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are? Oh, and... Just attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. But don't worry, it's completely safe. All right, see you around. Haben wir denn die Quests noch? Die Quests haben wir noch, ja.
Ein Zeitparadoxon erzeugen. Laut Sentius werde ich in meine eigene Zeit zurückgeschleudert, wenn ich ein Paradoxon erschaffen kann. Ich muss die Geschichte so verändern, dass mein Dasein in der Vergangenheit unmöglich wird. Zum Beispiel sagt Sentius, wenn ich die Sünde verhindere, die die goldene Regel bricht, dann wird er das Portal nie erschaffen und es wird für mich unmöglich sein in die Vergangenheit. Ja gut. Okay. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Wo machen wir da weiter? Ich bin ein bisschen lost, Freunde. Lauf, ja. Habe ich doch gemacht, Lazarus. Ich weiß nicht, von welchem Kaffeewasser du redest, Emmet. Das war Timing, genau. Hast du recht, Ganache. Okay. Also ist wirklich die Frage, mit welcher Quest fängst du hier an? Ich denke, diesen Bogen kann ich nicht besorgen, all dieweil ich nicht weiß, von welchem Mann er redet. Wir kennen den nicht. Ich vermute, dass es eben der Christenführer ist, der auch Virgil Ärger macht. Vielleicht sollten wir mit Galerius reden, ob er denn überhaupt sich vorstellen kann, Magistrat zu werden. Und dann sollten wir den roten Faden machen. Befrage die Einwohner nach ihren Geschichten. Um mindestens 3 Gemeinsamkeiten zu identifizieren. Wer bist du? Livia. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice the crowds that come. Okay. Erzähl mir was. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum. Some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives. Irgendwie verstehe ich's nicht. They never do. Okay, kannst du was über das Muster erzählen, das ihr gesehen habt? You think you wish to know, but you do not. It is better for you if you remain ignorant. Pandora's box must stay closed. I'll say no more. The bloodless shadows. This is their punishment. Braucht ihr irgendwie Hilfe? Help me? You cannot help me. I have seen things. A pattern, a terrible pattern. It is better for you if you remain ignorant. Pandora's box must stay closed. I'll say no more. Hast du eine Ahnung, wie man hier rauskommt? There is only a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. Ich frag nochmal. Help me. Kann sie nicht. You cannot. It is better for you. Gut, dann The gehen wir mal. newly arrived are ignorant of the road before them.
Oh, ist das kryptisch. Gehen wir zu Gallius. Wir müssen ja rausfinden, ob er überhaupt willens wäre. Magistrat zu werden. Don't you just love springtime? Ach, du bist es mit dem Springtime. Alles klar. Willst du Magistrat werden? It's you again. Hope you're settling in, friend. Noch nicht so wirklich. Now, what's on your mind? Well, it's a long one and kind of sad, but I don't mind telling it. Ich hab Zeit. I'm a farmer. Always have been. I grew up in a small village in Britannia, Camulodunum, with my parents and 2 little sisters. Lovely part of the world. One day, when I was about 20, my father and I were in the top paddock, loading our cart, when some Roman legionaries came along, demanding produce for their men. My father told me to run into the house for his axe, and so I did. He sprinted so fast I almost threw up, but by the time I got back, he was bleeding out on the ground. Oh, Scheiße. And our cart was empty. That was my first encounter with the legions. My mother died of a broken heart soon after, and things went downhill from there. I took over the farmstead, but I was young, and it was a struggle. More raiding started before too long. We'd come outside in the morning to find animals missing, our stores pillaged. These legion thugs just took whatever they wanted. One night, when my sisters and I had nothing left to steal, there was a knock at the door. I knew who they were, and what they wanted. I got my father's old axe, pulled the door open real quick, and before that soldier knew it, split his face right down the middle. But there were more of them. I never saw how many, because the next thing I knew, I was waking up with a mouth full of dirt and lungs full of smoke. My home was reduced to ash. My sisters, dead. And they left me alive to see what they'd done. It still burns whenever I think about it. Yeah, well, I wasn't the only one this happened to. It wasn't long before Boudica led thousands of Britons in a rebellion against the Romans. Unfortunately, there were just too many of them. And those of us who survived, they enslaved. So, then I found myself being transported all the way to Rome, to be sold to the highest bidder. I spent a few years working for my new master, learning the Romans' ways, Romanized my name and everything. Tried to escape a couple of times, but they always found me, and I'd just end up right back where I was. Tschüss, Probably still Lazarus. be there too, if it wasn't for the stampedes breaking out. You see, about 7 months ago, an enormous fire broke out in Rome. Okay, die sind alle vor dem Feuer. Running down toward the river, screaming and Ja, shouting. alle vor dem Feuer Never seen anything like it. rumgeflüchtet. Human beings acting like cattle. I got swept up with them somehow, and the rest is a blur. The next thing I knew, some stranger was dragging me out of a river. Stumbled across this place, and I started my life over again. That's what I thought too, for a while. But it seems the gods aren't done tormenting me yet. See, I finally had my own farm again, safe from the grasping hands of the Romans. Or so I thought. Until Sentius the Decurion demanded I hand over all my produce. It's for the good of us all, he says. Only he takes the best bits for himself. Ach, so typisch, echt. He even told me if I refuse his demands, I'll break the golden rule. Whoa. I'm not sure I believe him, but then, what if he's right? So, it turns out our dear old magistrate is no better than the legion thugs who took everything from me. I'm right back where I began. But don't you worry, Nemesis is waiting, and he'll get his, one day. He'll get his. Forget I said that last part, will you? I get carried away sometimes. Thanks, friend. I knew I liked you.
Anyway, that's enough of me rambling. Was there something else you wanted to talk about? Was denkt ihr über die Wahl? I can't see how I could vote for either candidate. I don't like Sentius much, but Malleolus is almost as bad. Even I could do a better job. Me, a farmer. And I've never given a speech or put on a toga in my life. Habt noch einen schönen Tag, Lazarus. Ja genau, hast du je in Betracht gezogen, selbst ein Magistrat zu werden? I've bounced the idea around once or twice, mainly as a way of getting Dooley set free. God knows Sentius is never going to do it. But from what I hear, Malleolus has the election stitched up. Nobody's going to take him on and win. And maybe that's not such a bad thing. I mean, he talks a lot about freedom, so I'm hoping if he's elected, he'll release Dooley from his cell. That's good enough for me. Because Sentius put him there. Poor Dooley was just wandering around looking for some imaginary treasure. Now a magistrate accused him of being a thief. That's nonsense, of course. Dooley's the most harmless man you'll ever meet. But Sentius really has it in for him, for some reason. Gladly. Oh, I don't give it much thought these days. I mean, everybody here's got their own view about what we need to do to survive. But I say, let's spend less time arguing about what it means to be good and just get on with it, you know? Well, as much as I'd love to get out of here, the harvest's always more fruitful in another man's field, isn't it? But Scintilla, Sentius's daughter, went missing a few weeks back. Could be she found a way Die ist out. auch verschwunden. If anyone knows for sure, it'll be her sister, Sentia. Oh, die unfreundliche But Schwester. she'd never tell the likes of me. Okay. Es wird immer Alright. mysteriöser. See you around. Also da den Faden nicht zu verlieren, ist gar nicht so einfach. Was soll man denn jetzt tun? Oh, Equita bitten, die Wahl anzusetzen. Überzeuge Galerius davon, als Magistrat zu. Aber wenn Equita die Wahl jetzt ansetzt, dann wird's ja wohl der andere Typ. Müsste die Leute davon überzeugen erst, dass sie Galerius wählen. Aber ich mache das jetzt, ich rede mit Equita. Isn't the great temple majestic? Ja, der ist wirklich schön. A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the Interesting. I'm not sure why you're telling me, but you've come to the right person. Did you find a pattern then? What have you noticed? Eigentlich nichts. Doch, ich weiß es schon, aber ich kann es ihr nicht sagen. People how they wound up here. I don't want us to rush to any conclusions yet. Livia's fate weighs heavily on my mind, and dictates we should be sure. Yes, you should ask the others first. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Also die sind alle hier gelandet, weil sie in Rom bei dem Brand waren. Na, wie bist du hierher gekommen? Name's Rufius. Hallo, Rufius. Better watch your step. Can't talk long. Got to stay sharp, but family's from Seleucia on Tigris, Babylon province. But I've been roaming a long time now. Even joined the legions. Eisenpanzer, okay. One they call ironclads. Same way as everyone else. Because we're all in grave danger. Is it not obvious? Aber eine Waffe hast du nicht? Magistrate made me toss it in the chasm. Stupid. Going to have to improvise now.
if we have to. Genau, wem wirst du deine Stimme geben? Meliodas. Not sure I trust Sentius. Couldn't even protect his daughter in a city without sin. How's he going to protect us? No. Whatever. Ich krieg hier noch keinen Faden zusammen, ehrlich. Es ist einerseits deprimierend, aber irgendwie auch ziemlich cool. Ah, a fellow traveler from a faraway land. Greetings, I'm Georgius. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick together, you and I. And I must say, my sartorial friend, your clothing is most extraordinary. Leather boots in place of sandals, trousers with precise stitching, and such a curious design. I have traveled distant trade routes from the markets of Damascus to the farms of India, and never have I seen anyone dressed quite like you. Tell me, I must know, from which exotic part of the world do you hail? Then you are an explorer, like me. Wonderful. You must have many stories to share. I cannot wait to hear them. We will have much time here to get to know one another. But for now, do you require assistance? I know you do not require clothing, so information perhaps? Information finde ich immer gut. My story? How kind of you to ask. I am a tailor and I run the humble shop in the forum. You mean to say, with all the turmoil and terror of the Golden Rule and so few customers, why bother setting shop at all? Genau. I'll tell you, it is precisely because of the Golden Rule that I wish to remind my friends of the importance of looking one's best. I say, the more of our customs we preserve down here, the more we can preserve a semblance of normality, the better our chances of keeping our heads. Don't you agree? Jo. Oh, and there is another reason too. If we all end up as golden statues for future generations to marvel at, I don't know about you, but I would like to look my best. Und wie seid ihr hier gelandet? A good question. A very good question indeed. And I would be happy to tell you if only I could remember it clearly myself. Und woran erinnerst du dich? I remember I had war just in been Rom to gewesen, Rome ja? to sell an extraordinary Viel selection of wares, anzubrennen. and droning in coin, I decided to celebrate my success. I rented a prestigious villa by the Tiber, invited over a few select friends, and we began making our way through some of the most exquisite wine money could buy. Quite a lot of it, in fact. Now, I have had visions and awoken in strange places before. I have even found myself naked in the desert sands more than once. Nackt im Wüstensand, gut. Cool. This time, I remember people screaming, then falling into a void as empty as time before creation, gasping for air, and then nothing. When I regained my faculties, I was lying naked by the banks of the Tiber. Gods know how Wie many landet er immer miles nackt from my irgendwo am Ende? Ihr seid also den Tiber hinuntergeschwommen? Indeed. I'm lucky I was carrying a little extra weight. I believe it kept me afloat. In any case, it seems I'd been rescued and resuscitated by a benevolent stranger. I went to find firewood for his campfire, stumbled across a cave, and discovered that trapdoor temple. And here I am. Okay. Dann haben wir das zumindest mal. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Ah, yes. The many shall suffer for the sins of the one. As a Greek, this is nothing new to me. It is how Na, our Hobbys, gods geht's operate. euch gut? Have you not heard the tale of the god Hades? He was the first to learn this dreadful lesson when he abducted Persephone and imprisoned her in the underworld. When Demeter, the mother of Persephone, learned of this, she did not punish Hades, the guilty one.
Instead, she changed the climate of Earth, so that it became hot and dry. Nothing grew. Ja, die griechischen Götter, die waren schon übel. Da ist schon was dran. Innocent people died by the tens of thousands, until at last the other gods were forced to act, lest they have no worshippers left. So yes, we know this rule. This has always been the case. The Golden Rule has merely brought it into focus. Okay, was können wir If dagegen we are tun? to survive, I say we must each heed the simple wisdom of Thales of Miletus, first of the 7 sages of Greece, who said, "Avoid doing what you would blame others for doing." Das klingt irgendwie gut, finde ich. Vermeide zu tun, was du anderen vorwerfen würdest. It does, doesn't it? But it is not enough for us to do this alone. For even if 99% of us adopt this principle, that will never be enough. Sadly, no matter how well we protect ourselves, the life's work of many good people can be undone in the blink of an eye by a single selfish act. Ja, ich weiß, ich habe gesehen, wie es passiert. Ah, the voice of experience. I am sorry for your loss, my friend. But on a lighter note, I will say one thing for the Golden Rule. For all their grim and haunting poses, these golden statues do make magnificent models for folklore, do they not? Wie süß ist das denn? Trotz ihrer grimmigen und gespenstischen Posen geben diese goldenen Statuen doch wunderbare Modelle für meine Kleidung ab, oder? So kann man das natürlich auch sehen. Fragen wir ihn mal, ob er eine Ahnung hat, wer Virgil bedroht. This is troubling, is it not? I'm afraid I have no idea. It is ridiculous though, Virgil is a fine man. But my young friend Fabia confided in me that she saw someone leaving graffiti on his shop front last night. Perhaps you should ask her about it. Ja, super. That, my friend, is quite the dilemma. But after some reflection, I'm leaning toward voting for Malleolus. I do not enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong way. Okay. But of course. Die lassen sich momentan alle nicht umstimmen, weil ich noch keinen anderen Kandidaten habe. Aber wir haben eine Spur für die Sache mit Virgil. Und wir wissen, was die Gemeinsamkeit ist. Irgendein Fremdling hat die alle quasi hierher gebracht, nachdem es in Rom brannte. Ave again. Did you find what you need? And did you notice anything? A pattern? Ja, einige Leute erzählten eine Begegnung mit einem Fremdling am Flussufer. Yes, I also had such an encounter. What else? Das ist erstmal alles. There are definitely some common threads there. But I think we'll need at least a few to ensure we're not just seeing coincidences. Keep asking people how they wound up here. I don't want us to rush to any conclusions yet. Livia's fate weighs heavily on my mind, and dictates we should be sure. Yes, you should ask the others first. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Keeping an eye on things, Horatius? As always, priestess. Any news about Centilla, Navia, or Kabash? No sign of any of them, I'm afraid. But we do have a newcomer. Strangely dressed Kerstin, woman. hallo. Pretty though. Funny accent too. Okay, er meint uns. From a faraway land, then? Seems that way. Then let's make sure she feels welcome, shall we? Of course, priestess. Okay, also da so den Anfang zu finden. So, dann fragen wir mal Fabia danach. Vielleicht kann die uns sagen, wer Virgil bedroht. Müssen wir sie bloß finden, Fabia, wo bist du? Wieso kriege ich keinen Questmarker?
Ja, Lucretia, für dich habe ich leider noch nichts. Wo könnte ich Fabia finden? Tür verschlossen. Das sieht durch ihre Augen. Wo kann ich Fabia finden? Kannst du es mir sagen, Virgil? Ah, a new face. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. Gerade eben hat es mich aus dem Spiel rausgeknallt, Freunde. Jo, das Spiel ist abgestürzt. Chuck. Und zwar gänzlich. So, dann gucke ich mal, ob ich das jetzt irgendwie hier retten kann. Sieht mir aber nicht so aus. Komplett abgestürzt. Ich komme gar nicht mehr raus hier jetzt, leider. Ich kann das Spiel echt... Ich kann den Task Manager nicht aufrufen. Das hatte ich bei Skyrim schon häufiger mal. Also es ist ja die Skyrim Engine. Hat das hier echt komplett gesperrt? Ups. Ich kann das Spiel nicht beenden, Freunde. Task Manager kann ich nicht aufrufen. Ich kann wirklich gar nichts machen. Ich kann bloß den Rechner neu starten. Das ist alles, was ich tun kann. Komplettes System gesperrt. Da geht gar nichts. Das passiert, das ist mir mit Skyrim auch passiert, ein paar Mal. Gut, Freunde, dann muss ich den Stream jetzt tatsächlich... Es ist wirklich ätzend, weil ich hänge total fest, gar keine Chance, ich kann keinen Taskmanager aufrufen, ich kann gar nichts aufrufen. Deswegen muss ich jetzt wirklich den Rechner komplett neu starten und müsste dann einen neuen Stream eröffnen. Habt ihr denn noch Lust, ein bisschen? Also, habt ihr noch Lust? Also ich muss tatsächlich neu starten, Freunde. So sorry. Anders geht's nicht. Also, dann hören wir uns gleich wieder in einem zweiten